Ich werde mich 30 Tage nur von Rohkost ernähren und muss hoffentlich nicht wie beim Junkfood-Experiment aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. Im schlimmsten Fall habe ich nur noch Hunger, bin unterernährt und breche das Ganze ab. Heute Nacht ist etwas passiert, was mir noch nie so passiert ist. Die Regeln. Ich werde 30 Tage nur rohe, ungekochte, pflanzliche Lebensmittel zu mir nehmen. Also auch kein Salz, Zucker, Gewürze oder Tee. Nur Obst, Gemüse und Nüsse. Roh. Und damit ist dieses gesamte Experiment automatisch das hier. Nein, das hier. Und zum Trinken gibt's nur Wasser. Wieso tust du dir das an? Neugier. Und ich möchte mein Leben besser machen. Und vielleicht verändert dieses Experiment sogar meinen Geschmack und ich liebe am Ende Gemüse. Bis jetzt ist das nämlich nicht so. Allerdings reagiert jeder Körper anders auf eine solche Umstellung, vor allem wenn sie so radikal ist. Unsere Darmflora ist auf das trainiert, was wir regelmäßig essen. Damit kommt sie am besten klar. Ich ernähre mich normalerweise ganz gut, wenn man mal von manchen Selbstexperimenten absieht. Das hier ist zum Beispiel eine normale Woche bei mir und das darf ich alles ab jetzt nicht mehr essen. Ja, vielen Dank. Die 3 größten Herausforderungen werden sein, genug wichtige Nährstoffe aufnehmen, genug essen, um satt zu werden und genug Geld haben, denn eine reine Rohkosternährung ist echt teuer. Das ganze Experiment wird ärztlich begleitet und von Expertinnen und Experten wissenschaftlich eingeordnet, also keine Sorge. Denn auch wenn es hier auf den ersten Blick nicht so wirkt, ist das ein Experiment, das wirklich gefährlich werden kann. Wie gefährlich könnte es schlimmstenfalls denn werden? Das habe ich Anja Jung gefragt. Gemüse ist die Lebensmittelgruppe, die die geringste Kalorienanzahl hat. Und wenn man sich ausschließlich aus dieser Gruppe ernährt, dass man dann sehr drastisch das Gewicht verliert und eventuell dann auch Schwäche spürt, vielleicht sogar in Extremsituationen umkippt. Und wenn ihr jetzt sagt, warum fängst du immer so negativ an? Umarm doch mal einen Baum. Du bist immer so schlecht drauf. Dann muss ich euch sagen, ich habe mir gerade die Ohren zugehalten, keine Ahnung, was ihr gesagt habt. Also kommen wir erstmal zu den positiven Effekten. Worauf kann ich mich da genau freuen? Das weiß ich während des Experiments natürlich nie, weil ich immer erst danach recherchiere, um mich nicht zu beeinflussen. Stichwort Placebo-Effekt. Aber euch erzähle ich es jetzt schon. Es gibt nämlich spannende Infos. Sich nur von pflanzlicher Rohkost zu ernähren, soll helfen, mehr Vitamine und Antioxidantien aufzunehmen, die Verdauung zu verbessern, Beschwerden wie Verstopfungen zu lindern, Gewicht zu verlieren, das Risiko für bestimmte Krankheiten senken, Entzündungen im Körper reduzieren, den Blutzucker zu senken, mehr Energie zu liefern, sehr viel länger satt zu sein und ein besseres Körpergefühl zu haben. Und einen Vorteil sollte man auch nicht unterschätzen. Es spart eine Menge Zeit. Kein Schnippeln, Einlegen, Würzen, Kochen, aufwendiges Zubereiten und man findet alles in einer Abteilung im Supermarkt. Und man sieht immer exakt, was man isst. Keine versteckten Zusatzstoffe. Laut Kalorienrechner brauche ich 2500 bis 2700 Kilokalorien am Tag, je nachdem wie aktiv ich bin. Das heißt, ich kann jetzt auch immer rechnen, wenn ich einkaufe, damit ich später auch satt bin. Super ungewohnt, in nur einer einzigen Abteilung einkaufen zu gehen. Das ist der Plan. Ich habe ein bisschen gerechnet und hoffe, ich habe mich nicht vertan. Und das macht mich heute satt. Und wenn ihr jetzt sagt, hä? Hast du dich nicht direkt davor 30 Tage nur von Junkfood ernährt? Dann muss ich euch sagen, nein, es sind nur 12 Tage gewesen, weil ich abbrechen musste. Bitte schau meine Videos bis zum Ende, Niklas. Und natürlich habe ich nicht sofort danach die nächste radikale Ernährungsform ausprobiert, sondern bin einem ärztlichen Rat gefolgt. Ich habe eine Woche Pause gemacht nach dem Junkfood-Experiment, um runterzukommen, habe mich gesund ernährt und jetzt geht's ins Rohkost-Experiment. Ich bin extrem gespannt, ob ich satt werde. Das ist im Grunde meine größte Sorge, dass ich nicht satt werde und er sieht jetzt vielleicht nicht so super appetitlich aus, aber ich habe mir hier die Möhren abgewaschen und das ist jetzt hier mein Frühstück erstmal. Ich mache weiterhin Intervallfasten, das habe ich ja angefangen und liebe es und unterbreche es nur für bestimmte Experimente, wo es sein muss. Und daher habe ich jetzt noch mehr Sorge, ob das überhaupt mit meinem Magen alles gut funktioniert jetzt, wo ich nur noch Rohkost esse. Ich spüre richtig meine Kaumuskulatur, weil ich so viel kauen muss bei dem ganzen Zeug. Kauen ist das eine, aber als jemand, der nachts knirscht, habe ich eine hervorragende Kaumuskulatur. Die viel größere Frage ist, macht das überhaupt satt? Ich würde nicht sagen, ich bin satt, so wie ich es gewohnt bin, aber ich habe auch keinen Hunger. Es ist so ein Zwischengefühl. Also normalerweise würde ich jetzt, wenn ich dieses Gefühl habe und Mittagessen wäre, auf jeden Fall komplett normal Mittagessen. Aber wenn ich mich wirklich fragen würde, habe ich gerade Hunger, muss ich was essen, dann würde ich sagen, ich glaube nicht. Aber bald. Deswegen mal schauen, ob dieser Kohlrabi dieses aber bald lösen kann und ich danach auch wieder keinen Hunger habe. Es ist erstmal sehr faszinierend alles. Nur weil man ziemlich viel roh essen kann, heißt es nicht, dass das auch alles schmeckt. Die Pilze waren zum Beispiel gar nichts für mich. Und da viele von euch sich dafür interessieren, was ich in so einem Experiment so jeden Tag esse, könnt ihr das jetzt immer eingeblendet lesen. Also, wen das interessiert, der pausiert.
Okay, toll gemacht. Super Pause gedrückt. Das scheint zu funktionieren. Kannst du jetzt bitte wieder auf Play drücken? Danke. Der erste Tag ist für mich oft der spannendste. Aber bei diesem Experiment habe ich ein bisschen Sorge, ob ich es überhaupt schaffen kann. Es ist jetzt gleich 15 Uhr, das heißt, ich kann für heute jetzt nicht mehr wirklich viel essen. Ich überlege aber jetzt schon, das Intervallfasten für dieses Experiment auch auszusetzen, weil wenn ich jetzt nachher Hunger kriege, kann das ja richtig schlimm werden. Ich habe noch ein paar Nüsse, so Snacks, die ich vielleicht mitnehmen kann, aber ich bin echt besorgt, ob ich diesen Tag jetzt schaffe. Ich habe jetzt aktuell keinen Hunger. Ich fühle mich auch so richtig gut, aber weil ich habe das Gefühl, als würde ich gleich Hunger kriegen. Das habe ich den ganzen Tag schon, das geht auch nicht weg. Dieses Gefühl geht auch bis zum Abend nicht weg, aber trotzdem wird es auch nicht schlimmer. Ich bin satt, könnte noch etwas essen, muss aber nicht. Und bis zum Schlafengehen bleibt das auch so. Ich bin immer noch überrascht, dass der Hunger gestern nicht gekommen ist. Ich hätte einfach damit gerechnet. Ich bin immer noch satt. Es ist jetzt 7:45. Ich kann in 45 Minuten essen, aber ich habe gar nicht diesen Essensdruck wie sonst. Normalerweise um 7:45 fängt es schon an, dass ich Hunger kriege. Wegen Intervallfasten. Ich bin es ja dann gewohnt. Aber jetzt im Moment noch nicht. Mal gucken, was ich heute esse. Ich habe ja einiges noch besorgt, aber ich habe noch nicht entschieden, in welcher Konstellation ich das esse. Ich habe mich also gar nicht so gut vorbereitet. Ich springe da gerade sehr frei rein, in was ich wann esse. Tomatolix hätte sich wahrscheinlich vorher einen Ernährungsplan gemacht und Evanjo hätte alles an einem Tag gegessen und Julia Beautix tauscht ihr Essen jetzt mit Leuten. Ist das jetzt so ein Ding? Okay, ich könnte aktuell mit niemandem tauschen, den ich kenne, aber dafür entdecke ich am zweiten Tag einen kleinen Cheatcode. Und der ist besser als, was ist gerade im Trend? Dubai-Schokolade. Das muss Geschmack sein. Aber das sieht wirklich so aus, als hätte jemand Basilikum-Pesto in Schokolade gepresst. Das ist ja widerlich. Eine Sache ist mir gestern noch aufgefallen. Ich muss total aufpassen mit den Äpfeln, weil die sind ein geiler Bonus, weil die haben so viel mehr Süße und Geschmack. Deshalb werde ich mir die Äpfel so weit wie möglich zurückhalten, damit ich darauf auch noch Bock habe. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist bis jetzt, ist, es macht nicht so Spaß. Es fehlt natürlich der Spaßfaktor beim Essen und ich bin gespannt, ob der noch kommt, wenn ich keine Wahl mehr habe, sondern nur noch das esse. Also ob das meinen Geschmack auch verändert. Ich habe ein gutes Durchhaltevermögen und ihr geringe Erwartungen. Achso, das ist gar nicht der Kanal von Montana Black. Das ist sehr gut, denn ich will wirklich wissen, ob sich mein Geschmack verändern könnte. Und durch den Cheatcode finde ich auch etwas, das mir beim Essen sehr wichtig ist. Spaß. Ich habe jetzt kleine Inseln des Spaßes bei meinem täglichen Rohkostmarathon, der sich manchmal sogar wie Fastfood-Essen anfühlt. Weil ich kann jetzt ja einfach immer die Sachen so essen, die sind sofort fertig. Ich habe mir tatsächlich zum Mittagessen jetzt aber einen Salat gemacht. Das war ganz geil, weil ich das erste Mal diesen Moment hatte, dass ich etwas esse und ich habe super viel Geschmack, weil ich habe da nichts dran gemacht. Da war jetzt keine Soße dran, keine Gewürze, kein Salz oder sowas. Das war nur der Salat mit Tomate hatte ich drin. Ich hatte Petersilie drin, so quasi ein paar Kräuter, aber halt roh. Und es war super lecker. Und das war heute irgendwie interessanterweise mein Highlight. Und ich bin kein Salatfan. Und jetzt geht's weiter an die Arbeit. Nachdem ich 2 Tage nicht gehungert habe, mich aber auch nie so richtig satt gefühlt habe wie vorher, erlebe ich einen ersten klaren positiven Effekt. Eine Sache, die ich echt sagen muss, es ist jetzt erst der 3. Tag und ich fühle mich so viel besser. Ich bin mal gespannt, ob das weiterläuft und ich bin gespannt auf den ersten Zwischencheck wegen Mangel. Also ob ich irgendwelche Mängel habe, wenn ich jetzt bestimmte Sachen nicht mehr zu mir nehme. Vor allem Salz habe ich da so ein bisschen Sorge, aber angeblich soll das ja durch Nüsse aufgefangen werden, deswegen mal gucken. Mangelerscheinungen sind wohl so ziemlich die größte Gefahr bei diesem Experiment. Also wenn man seinen Körper nur mit Rohkost ernährt, bekommt man natürlich tolle Nährstoffe aus dem Gemüse. Aber es werden mit Sicherheit Nährstoffe in den Mangel geraten, je nachdem, wie lange das stattfindet. Da wir natürlich viele, viele Nährstoffe haben, die in Eiweißlebensmitteln stecken, in fetthaltigen Lebensmitteln, die wird man dann natürlich nicht zuführen können. Und dann stelle ich mir vor, dass da die Blutwerte sich deutlich verändern werden in diesem Zeitraum. Mein Leben wird sich verändern. So viel steht schon mal fest. Und diese Veränderung betrifft alle Bereiche. Es sind 2 Bereiche, in denen ich massiv Zeit spare. Beim Einkaufen. Ich spare extrem viel Zeit, weil ich nicht mehr kochen muss. Ich kann ja direkt alles essen. Ich muss es maximal abwaschen, vielleicht ein bisschen schneiden. Ich kann es essen. Aber ich brauche auch viel länger, um es zu essen. Es ist ja super viel Kaumuskulatur nötig, um das alles zu beißen. Es ist ja sehr viel fester, sehr viel mehr Arbeit einfach, das zu essen. Und weil ich so viel mehr in Masse essen muss, um satt zu werden, ja, ich glaube, die Zeitersparnis ist jetzt nicht so extrem. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Hä?
Nimmt man nicht viel mehr Wasser auf, wenn man nur noch Gemüse isst? Dann muss ich euch sagen, ja, mit Sicherheit. Aber darum geht's hier ja gerade gar nicht. Es geht um Zeit. Und die habe ich mal ausgerechnet. Und das war sehr leicht möglich, weil ich vor kurzem eine Woche lang alles getrackt habe, was ich am Tag so mache. Das Ergebnis hat mich trotzdem sehr überrascht, weil es gibt keine Minute Unterschied. Natürlich ist das von Tag zu Tag ein bisschen anders, aber das Einzige, was sich hier wirklich verändert hat, ist die Gewichtung. Genug Zahlen. Wechseln wir mal zu einem richtigen Boost der guten Laune. Guten Morgen! Ich bin so schnell reingestartet, ich habe schon eine Möhre gegessen. Ich war gar nicht bereit, dass ich das hier aufzeichnen musste, weil ich hatte richtig Bock. Mein Frühstück ist sehr grün heute. Weintrauben, ein bisschen was Süßes. Dann mein absolutes neues Lieblingsessen. Wirklich unfassbar. Ich hau mindestens 1 bis 2 am Tag weg. Kohlrabi. Es ist unfassbar. Es ist so geil. Die Textur ist so geil. Ich finde es richtig lecker. In meinem Umfeld haben ein paar Leute gesagt, dass sie den Geruch nicht so mögen. Deswegen esse ich das jetzt immer zuerst. Und ich habe hier noch einfach einen halben Salat und den esse ich so. Ich weiß, man kann sich das alles toll machen mit Schnibbeln und so, aber ich habe keinen Bock. Ich will quasi die Rohkost, jetzt die Junkfood und Fastfood essen, weil ich schnell in die Arbeit rein möchte. Deswegen esse ich jetzt am Arbeitsplatz diesen Salat. Genau, und damit es halt zwischendurch snackmäßig ganz gut ist, habe ich noch die Trauben und ein paar Nüsschen und ich habe noch Sonnenblumenkerne da oben. Also ich glaube, ich bin ganz gut aufgestellt für heute. Ich habe diesen Salat weggeatmet. Ich meine, ich habe vorher schon gesund gegessen. Aber ich hätte nie einfach mal so einen Salatkopf gegessen. Es ist so spannend, was mit dem Geschmack passiert. Weil das war jetzt lecker. Und da war nichts dran. Kein Zucker, kein Salz, gar kein Gewürz. Das ist Rohkost roh. Roher geht's nicht. Also, oder? Geht's noch roher? Nee. Und die absehbare Katastrophe am Ende der ersten Woche ist ungefähr so wie super unsympathische Menschen, die meine Videos schauen. Nicht existent. Es läuft nämlich richtig gut. Bis... Ich habe gedacht, das dauert viel länger und es ist viel schneller dieses, oh, es ist langweilig zu essen, oh, es ist uninteressant. Aber es ist jetzt super schnell dieses Gefühl gekommen von, boah, hat Salat einen geilen Eigengeschmack. Es klingt total blöd, wenn ich das so sage. Und mir ist noch was eingefallen. Als ich klein war, erinnere ich mich dran, dass ich es total gerne mochte, alle Gemüsesachen einzeln zu essen. Ich mochte das nicht, wenn das in einem Salat so zusammen ist. Ich fand es immer besser, alles einzeln zu essen. Und das ist nicht anders geworden. Also ich glaube, ich habe sehr lange nicht mehr versucht, alles einzeln zu essen. Aber jetzt, wo ich es mache oder gerade merke, dass ich da Bock drauf habe, merke ich wieder, wie viel Spaß mir das macht, einfach die einzelnen Geschmäcker auch alleine zu schmecken. Kombinationssachen sind bestimmt auch toll, aber jetzt gerade liebe ich es, 3 Tomaten so zu essen, danach 2 Möhren, danach diesen kompletten Salat alleine. Das macht einfach Spaß. Ich komme mir vor, als wäre ich irgendwie durchgedreht, wenn ich mich sprechen höre, aber es stimmt. Es ist halt das gerade auf den Punkt, was Essen gerade ist. Es macht Spaß und was Sättigung angeht, ist es super geil, weil es sättigt mich so langsam, aber beständig. Ich werde nicht nachts wach und hab Hunger. Ich wach nicht morgens auf und hab Hunger, sondern ich habe so ein konstantes Level an 80% Sättigung, würde ich sagen. Ich bin nie zu voll, aber ich habe auch immer das Gefühl, ich könnte jetzt noch was essen. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Warme Speisen sättigen schon mal besser. Also man hat ein anderes Sättigungsgefühl, wenn man eine warme Mahlzeit gegessen hat. Und eben, wenn man sich nur von Rohkost ernährt, wo sehr viele Ballaststoffe drin sind, wo viel Wasser drin steckt. Das ist ja das, was den Magen dann ausfüllt. Das ist schon ein anderes Gefühl, wie wenn das eben vergesellschaftet ist von Kohlenhydraten oder Eiweißen. Und auch wenn ich es hier noch nicht so wirklich formulieren kann, treffe ich doch den Punkt. Ich bin besser gesättigt, ich bin wacher, ich habe mehr Energie und bessere Laune. Und naja, das eine bedingt hier wahrscheinlich auch das andere. Ich werde nicht mehr müde. Vielleicht auch, weil ich kleinere Portionen jetzt esse, erzwungenermaßen. Am 8. Tag erlebe ich dann die erste Hardcore-Prüfung. Ich habe spät abends einen wichtigen Termin, der viel Energie fressen wird. Ich bin bei Simon Kretschmer auf der Lesetour seines Horrorbuchs eingeladen. Der Termin geht bis spät in die Nacht und ich muss genug essen, denn solche Auftritte erfordern viel mehr Energie. Aber erstmal notiere ich mir, dass ich eine Woche erfolgreich geschafft habe. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, ich muss nach 3 Tagen ungefähr abbrechen. Aber ob ich diesen Auftritt bei Simon packe, wie viele Tage sind es jetzt noch bis zum Ende des Experiments? 22. Zumindest ungefähr. Warum? Weil die meisten Monate 30 Tage haben. Manche mehr, manche weniger. Und wenn ihr immer wissen wollt, wie viele Tage jener Monat hat, könnt ihr das 2025 mit meinem eigenen Kalender. Jeden Monat gibt es eine Challenge, die ihr mitmachen könnt, falls ihr euer Leben auch ein kleines bisschen durch Neugier verbessern oder durcheinanderwirbeln wollt. Den Kalender gibt es jetzt in meinem Shop zu kaufen. Psst, bitte kauft euch den Kalender. Dieses Video war echt teuer. Packt noch einen Hoodie dazu. Ich muss diese ganzen Nüsse bezahlen. Peinlich. In der 2. Woche stabilisiert sich vieles, was bisher wackelig war. Und die gute Nachricht ist, ich musste das Intervallfasten nicht abbrechen.
Aber der Auftritt bei Simon steht mir noch bevor. So, ich bin den ganzen Tag nicht wirklich hungrig geworden. Ich bin mal gespannt, ob das noch kommt, weil jetzt ist es schon relativ spät. Im Intervallfasten war es auch schon immer so, dass abends der Hunger nicht nochmal kam. Also, seit ich das schon länger mache. Eine Sache ist jetzt auf jeden Fall krass. Ich habe seit Stunden das Gefühl, ich bekomme gleich noch Hunger. Aber es passiert einfach nicht. Gucken, ob das so bleibt. So ein öffentlicher Auftritt ist bei mir immer mit Aufregung verbunden. Und das verbraucht sehr viel Energie. Der Auftritt an sich sowieso. Und von daher bin ich auch skeptisch, ob mein Energievorrat das schafft, ohne Probleme zu machen an diesem Abend. Eine Sache, die ich auf jeden Fall spannend finde, ist, es gibt hier überall Essen. Und deswegen habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste auch was essen. Das ist total seltsam. Ist doch mal was. Wieso habe ich mir während des Experiments nicht einfach ein paar geile Smoothies gemacht? Naja, weil das auch schon eine Verarbeitungsform wäre. Und das habe ich mir für dieses Experiment nicht erlaubt. Alles roh. Wenigstens verläuft der Auftritt bei Simon gut. Der Hunger bleibt aus und ich habe das Gefühl, als hätte ich viel mehr Energie als sonst. Und das wirkt sich auch positiv auf meine Performance aus. Aber was dann passiert, beschert mir erste große Probleme. Irgendwie rieche ich heute seltsam. Egal. Ich schreibe ja weiter an meinem Kinofilm. Ich bin ja hauptberuflich Drehbuchautor und Regisseur. Heute war eine Kollegin da für eine Feedback-Sitzung und die hat sich eine Packung Chips mitgebracht, die sie dann hier gegessen hat. Und das war richtig fies für mich. Sie hat mir was angeboten, aber ich habe natürlich nichts davon gegessen. Aber allein zu wissen, wie das schmeckt, wie sich das anhört, der Sound beim Essen hat super viel getriggert. Und das war krass. Und das war irgendwie echt schwierig. Und irgendwie war das sogar das Schwierigste bis jetzt in diesem Experiment. Ich weiß gar nicht, warum ich das als so schwierig empfunden habe. Und ich erinnere mich auch, dass ich schlechter denken konnte in dem Moment. Das Essen hat mich wirklich abgelenkt. Warum ist das so schwer? Es kann wirklich schwer sein, in solchen Situationen diszipliniert zu bleiben, weil das Gehirn stark auf den Dopaminkick durch Zucker und Fett reagiert. Wenn andere in der Nähe naschen, entsteht unter Umständen auch sozialer Druck und man möchte nicht ausgeschlossen sein. Dazu kommt, dass unsere Willenskraft übermüdet, wenn man ständig Versuchungen widerstehen muss, vor allem wenn Snacks bereit liegen. Also stellt euch vor, das wäre jetzt zum Beispiel eine Packung Schokolade. Einschränkungen machen verbotene Dinge oft noch attraktiver, was das Verlangen verstärkt. Und alte Gewohnheiten und Automatismen und gelernte Muster lassen sich nicht ganz so leicht durchbrechen. Besonders in bekannten Situationen. Alles, was ihr gewohnt seid, macht ihr erstmal automatisch schneller. Dazu gibt es übrigens sehr viele Studien und Experimente. Und diese hier fand ich besonders interessant auf meine Situation bezogen. Das Schokolade- und Radieschen-Experiment von 1998. Teilnehmende, die nur Radieschen statt der angebotenen Schokolade essen durften, gaben sehr viel schneller bei einer anschließenden Aufgabe auf, was zeigte, dass die Willenskraft begrenzt ist. Das Experiment der sozialen Einflussnahme von 2012. Menschen neigten dazu, ungesunde Snacks zu wählen, wenn sie sahen, dass andere in ihrer Gruppe dies ebenfalls taten. Und das Experiment zur visuellen Versuchung von 2015. Hier aßen Teilnehmende mehr, wenn Snacks sichtbar und leicht zugänglich waren, was den Einfluss von visuellen Reizen auf Essgewohnheiten belegen sollte. Aber das bekannteste Experiment dieser Art ist wohl das Marshmallow-Experiment von 1972. Kinder mussten zwischen einer sofortigen Belohnung, ein Marshmallow, und einer späteren, größeren Belohnung, 2 Marshmallows, wählen, um Impulskontrolle zu untersuchen. Nur ein Drittel der Kinder bestand das Experiment erfolgreich. Ein Aspekt, der mich schon das ganze Experiment lang verfolgt, aber an Tag 13 besonders auffällt, sind übrigens die Kosten. Psst, dieses Video war echt teuer. Die Mischung ausgewogen und gesund essen und dass es einem Spaß macht, ist wirklich teuer. Das geht wirklich ins Geld. Tatsächlich sind meine normalen Einkaufskosten so sehr gestiegen, dass ich Ende der 2. Woche fast mein Monatsbudget für Essen ausgegeben habe. Schuld daran sind vor allem die Nüsse, von denen ich sehr viel esse und deren Preise vor allem in den letzten Jahren sehr extrem gestiegen sind. Und Anfang der 3. Woche geht mir ein Licht auf. Wow. Übrigens, kleine Epilepsiewarnung für die nächsten Sekunden. Ich sag Bescheid, wenn es vorbei ist. 3, 2, 1. Es ist passiert, es ist jetzt Routine geworden. Jetzt muss ich hierfür extra eine Epilepsiewarnung einblenden oder was, weil diese Lampe kaputt ist. Aber ja, ab heute ist es Routine. Ich weiß, was ich essen muss. 0. Es ist vorbei. Meine Ernährung ist Routine geworden. Das heißt natürlich nicht, dass ich es jetzt bis zum Ende durchziehen kann, aber für den Moment ist es gut. Zwar ist es manchmal seltsam, wenn man mit Freunden zusammensitzt oder, naja gut, ins Restaurant gehe ich eh nie. Insgesamt habe ich mich aber viel schneller an diese neue Ernährungsform gewöhnt, als ich gedacht hatte. Das Kochen fehlt mir manchmal schon, vor allem am Wochenende, wenn ich genug Zeit dafür habe. Dabei ist Kochen in Bezug auf manches Gemüse gar nicht so eine gute Idee.
Früher hat man Gemüse oft gekocht, um es sicherer zu machen und bittere Stoffe zu entfernen. Dabei gehen aber viele Vitamine und Ballaststoffe verloren, die uns gut tun. Roh gegessen bleiben diese Stoffe im Gemüse enthalten und helfen uns satt zu fühlen und unsere Verdauung zu unterstützen, was ich ja auch stark spüre während dieses Experiments. Einige Gemüsesorten wie Möhren oder Tomaten sollen angeblich gesünder sein, wenn sie gekocht und mit etwas Fett gegessen werden. Denn so soll der Körper bestimmte Nährstoffe besser aufnehmen können. Eine Mischung aus rohem und gekochtem Gemüse wäre daher wahrscheinlich das Idealste, um möglichst viele Nährstoffe zu bekommen. Und dann werde ich überrascht. Aus dem Nichts. Die gleiche Kollegin, die beim letzten Mal Chips vor meiner Nase gegessen hat, bringt mir mehrere Tüten Obst und Gemüse vom Markt mit. Vielen Dank übrigens nochmal, es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich bemerke auch immer mehr positive Effekte an mir selbst. Die Haut ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, ist sie. Aber der große Nachteil dieses Experiments ist, dass die negativen Auswirkungen vermutlich erstmal unsichtbar sind, aber weitreichende Konsequenzen haben können. Ob ich abbrechen muss, ist noch nicht klar. Während des Experiments habe ich mehrere Blutuntersuchungen gemacht. Dazu kommen wir später noch. Ende der 3. Woche sieht es erstmal so aus. Ich habe insgesamt viel mehr Energie und dabei ist der Arbeitsdruck gerade wesentlich höher. Sogar noch höher als während des Junkfoods-Experiments. Also es ist gerade viel mehr los, ich muss viel mehr erledigen, ich brauche viel mehr Disziplin, aber es fällt mir leicht. Und es ist auch die gleiche Arbeit wie während des Junkfood-Experiments und es ist noch was oben drauf gekommen. Und komischerweise stresst mich das nicht. Es ist zwar Druck da und ich muss die Sachen abgeben, aber ich habe so eine entspannte Leichtigkeit. Und das ist alles, wie immer, natürlich meine subjektive Erfahrung. Alles, was ich jetzt hier erlebe, zeichne ich auf und erst im Schnitt später mache ich die Recherche und gucke, was kann vielleicht dahinter liegen. Kann ich meine Erfahrungen vielleicht auf wissenschaftliche Recherche stützen, auf Dinge, die bereits nachgewiesen worden sind. Kann natürlich aber auch einfach sein, dass ich nichts erklären kann von dem, was ich gerade habe oder es an anderen Dingen liegt. Ich meine, ich bin natürlich kein Arzt, sondern ich mache ja selbst Experiment eine eigene Erfahrung und versuche das im besten Rahmen euch zu erklären und auch selbst zu verstehen. Aber es ist schon spannend, wie gut die Auswirkungen sind, weil ich habe wieder nichts geändert, außer der Ernährung. Ja, denn ich wollte wissen, was passiert, wenn man sich nur noch von Rohkost ernährt. Und das Einzige, was ich machen konnte, um das herauszufinden, war es selbst auszuprobieren, denn von euch macht das ja keiner. Also müsst ihr damit leben, dass wir jetzt hier nur meine subjektiven Erfahrungen haben. Achso, das ist okay für euch? Gut, dann sprechen wir mal über einen Aspekt, den ich bisher komplett unterschätzt habe. Bei meinem ganzen Essen bin ich mir nie sicher, ob ich zu viel oder zu wenig an Kilokalorien zu mir genommen habe. Daher habe ich auch ein Essenstagebuch geführt und kann im Nachhinein grob rechnen. Und tatsächlich hat mein Bauchgefühl oder Sättigungsgefühl wirklich gute Arbeit geleistet. Ich lag immer knapp unter oder etwas über meinen 2500 bis 2700 Kilokalorien. Aber habe ich auch genug Nährstoffe zu mir genommen? Um das herauszufinden, habe ich ein großes Blutbild machen lassen. Am Anfang, in der Mitte und am Ende des Experiments. Was dabei herausgekommen ist, besprechen wir gleich. Denn kurz bevor das Experiment endet, passieren die 2 größten Überraschungen des Experiments. Und das auch noch am gleichen Tag. Ich bin gerade das erste Mal satt während dieses Experiments. Ich bin gerade das erste Mal satt. Ich gehe das ja immer alles ungeplant an, also möglichst ungeplant und versuche mich so frei und offen wie möglich auf das Experiment einzulassen. So, man macht das so ein bisschen Tag für Tag. Man kann natürlich viel, viel geiler wahrscheinlich noch essen, wenn man noch krasser guckt, was man essen kann. Das Coole ist aber, dadurch, dass ich das so ein bisschen selber ausprobiere und mal gucke, was macht mich satt, was nicht, habe ich jetzt heute das erste Mal so eine Mischung gefunden, wo ich merke, die Kombination von verschiedenen Rohkostdingen sorgt dafür, dass ich voll bin. Es fühlt sich gerade sogar zu viel an. Das ist aber interessant. Okay, ich bin gerade das erste Mal wieder so satt, wie ich es von vorher kenne. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, das ist zu viel. Vielleicht ist es mein Magen mal nicht mehr gewohnt, dieses krasse Sättigungsgefühl zu haben. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie gesund ist es eigentlich, dass ich normalerweise immer bis zu dem Zustand esse, an dem ich jetzt bin. Ich hatte ja keinen schlimmen Hunger die restlichen Tage und die Tage davor, sondern ich hatte das Gefühl, ich hätte noch was essen können. Das ist ja was anderes. Ich war zu 80% gesättigt. Nicht zu voll, nicht es ist Weihnachten und ich muss meinen Gürtel aufmachen voll, sondern so satt, dass ich noch etwas essen könnte. Und ich frage mich, wie satt ist eigentlich satt genug? Habe ich Sattsein vielleicht verlernt?
Also rohes Gemüse kann durchaus das Gefühl hinterlassen, dass man noch nicht so richtig satt ist, denn die Nährstoffe Kohlenhydrate und Eiweiß, die kleiden den Magen ganz anders aus. Die bleiben auch länger im Magen, also machen deswegen auch länger satt, und von daher kann ich schon verstehen, dass wenn man sich von jetzt auf gleich nur noch von Rohkost ernährt, dass dann das Gefühl bleibt, irgendwas fehlt da vielleicht noch, ob das jetzt vom Kopf her ist oder halt wirklich vom Magengefühl, kann das durchaus sein. Ansonsten ist die Sättigung das Füllen des Magens, und das wird eben halt auch individuell definiert und bestimmt. Und dann passiert die größte Überraschung für mich. Es ist wirklich wie ein kleines Wunder. Am gleichen Abend. Heute Nacht ist etwas passiert, was mir, glaube ich, noch nie so passiert ist. Ich sitze gerade an einer Horrorserie und ich muss ein Exposé schreiben. Man schreibt dann quasi so die Story schon mal so grob auf, und ich habe mich damit sehr, sehr schwer getan. Ich schiebe das schon länger vor mir her. Ich muss es eigentlich schon seit ein paar Monaten machen. Ich habe aber auch noch Zeit. Und ich hatte irgendwie heute Abend so eine Energie und so einen Schwung noch abends, dass ich gedacht habe, ich setze mich da jetzt mal dran. Das habe ich jetzt gemacht. Ich war jetzt 3,5 Stunden im Hyperfokus und habe das komplette Dokument geschrieben. Um das kurz mal einzuordnen. Ich brauche dafür normalerweise Wochen. Einfach weil es schwierig ist, so konzentriert zu sein, das alles zusammenzusetzen, die ganzen Stücke. Ich weiß nicht, ob das mit der Rohkost zu tun hat oder dass ich mich gerade einfach generell gesünder ernähre. Ich weiß nicht, was es war. Das ist neu. Das ist so noch nie passiert. Es macht mich super glücklich, weil ich bin gerade so zufrieden. Ich habe so gute Arbeit hier geleistet. Ich bin so von mir selbst überrascht über die Ideen, die ich hatte. Ich meine, mit Ideen habe ich normalerweise nie Probleme. Aber das hier war nochmal was anderes. Der Zugang, die Konzentration, wie alles zusammenpasst. Keine Ahnung, wo das herkam, da ich es noch nie erlebt habe und nichts verändert habe außer der Ernährung. Ich bekomme gerade wieder Hunger, merke ich. So ein bisschen. Aber es hat sich gelohnt. Ich werde morgen einfach nicht arbeiten müssen, weil ich die gesamte Arbeit von mehreren Arbeitstagen gerade geschafft habe. Und das war so ein Geschenk. Aber was genau ist der Auslöser gewesen? Sicher weiß ich es nicht. Aber es gibt einen deutlichen Unterschied zu den bisherigen Tagen. Denn an diesem Tag habe ich deutlich mehr Kilokalorien zu mir genommen. Und zwar geschätzt um die 3000. Habe ich vielleicht bisher doch zu wenig gegessen? Kreatives Arbeiten und konzentriertes Denken erfordert sehr viel Energie. Vielleicht habe ich mich bisher nicht genug versorgt. Ich meine, ich kam ja gut klar. Es fiel mir nicht auf und es fiel mir auch alles leichter. Aber ab diesem Tag ging es mir nochmal besser. Und ab dem Tag habe ich dann auch für die weiteren Tage versucht, auf meine ungefähr 3000 Kilokalorien zu kommen. Das ist halt immer so ein bisschen mit Schätzen und Rechnen und ist keine exakte Wissenschaft, wenn man nicht alles wiegt. Aber ich habe darauf geachtet, dass es insgesamt mehr ist als bisher. Ich kann mir nicht erklären, dass das was mit den Kalorien zu tun haben könnte. Vielleicht eher auch, weil wir schon Tag 25 hatten und sich einfach ihr gesamter Stoffwechsel da schon dran gewöhnt hat. Vor allen Dingen ihre Darmbakterien sich da auch schon so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass da jetzt vermehrt Ballaststoffe kommen, die dann vielleicht auch schon Zeit hatten, sich entsprechend anzupassen und deswegen vielleicht mehr Energie zugeführt haben. Ich würde es nicht an der Kalorienzahl festmachen. Und dann ist es fast geschafft. Nur noch ein paar Tage bis zu den finalen Ergebnissen meiner Blutwerte. Und das werde ich dann auch mit einer Tüte Chips feiern. Das waren meine Blutwerte vorher. Alle Abweichungen sind markiert. Insgesamt fällt hier vor allem das Cholesterin negativ auf, könnte noch eine Nachwirkung vom Junkfood-Experiment sein. Ich habe auch in der Mitte des Experiments ein großes Blutbild gemacht und die Werte waren da schon leicht verbessert, aber es deuteten sich auch schon Verschlechterungen an. Aber ich will hier am Ende des Videos ein schönes Finale, von daher, hier sind meine Werte nach 30 Tage Rohkost. Meine Blutwerte sind da und ich habe wortwörtlich mitgeschrieben. Positiv, meine Cholesterinwerte und Entzündungsmarker haben sich durch die Rohkost verbessert. Blutzucker ist stabil, HDL ist gestiegen, das ist gut. Und liegt an den Ballaststoffen aus gesunden Fetten, aus Nüssen zum Beispiel, davon esse ich ja wirklich viel. Es gibt allerdings auch Verschlechterungen. Meine Werte für Vitamin B12, Vitamin D, Eisen, Zink und Selen sind gesunken und das sind leider typische Mängel bei reiner Rohkost. Dann habe ich noch nachgefragt, ob diese Verschlechterung gefährlich werden kann. Ja, die Verschlechterung könne langfristig gefährlich werden. Vitamin B12-Mangel kann Nervenschäden verursachen und niedriges Vitamin D schwächt das Immunsystem und die Knochengesundheit. Also ohne gezielte Nahrungsergänzung könnten diese Mängel zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen. Ein wichtiger Hinweis übrigens zu den ganzen Werten. Das sind jetzt meine, auf mich persönlich abgestimmte Werte. Also das kann bei dir komplett anders aussehen, auch wenn du genau die gleiche Ernährungsform ausprobierst. Mit Junkfood ging es mir so maximal schlecht und hier so viel besser. Tatsächlich offenbart sich aber auch bei diesem Experiment einiges an Mängeln und Gefahren.
Eine ausgewogene Ernährung ist daher echt wichtig, aber auch das Wissen, dass jeder Körper anders ist. Ich hatte zum Beispiel keine krassen Blähungen und Magenprobleme beim Übergang, was wohl sonst sehr üblich ist. Meine Verdauung ist sogar gefühlt besser geworden. Zeit, das mit einer schönen großen Tüte Chips so richtig einzureißen. Oh, der Geruch. Ja, es ist super salzig. Es ist ein krasser Geschmack. Aber es ist halt nicht eklig. Ich habe echt erwartet, dass es jetzt krass, dass ich es abartig finde und keinen Bock darauf habe. Aber leider ist es nicht die Wahrheit. Ich habe Bock drauf. So bekomme ich zumindest die Kilos wieder drauf, die ich abgenommen habe. Das hat meinen Geschmack also nicht so krass verändert. Mir schmeckt zwar Gemüse jetzt viel, viel, viel besser als vorher. Ich werde auch weiterhin Gemüse essen. Kohlrabi, beste, liebe ich. Aber das hier hat nicht aufgehört. Ich hätte ganz gern gehabt, dass ich das jetzt esse und eklig finde. Aber das ist halt leider nicht die Wahrheit. Das wäre schön, ne? Leider haben wir Instinkte, die einen schon geschmacklich so ein bisschen triggern, ne? Also dieses sämige Gefühl vom Fett, das ist uns einfach in die Wiege gelegt, dass wir das super finden. Und Zucker ebenso, ne? Also wir haben da schon instinktiv Geschmäcker, auf die wir natürlicherweise stehen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass viele Fertigprodukte ja sehr salzig sind und auch mit Geschmacksverstärkern gewürzt sind, an die wir uns auch sehr gut gewöhnen und das dann irgendwann als normal empfinden. Und wenn wir uns davon mal entwöhnen und wirklich mal eine ganze Weile komplett Rohkost bevorzugen und den Geschmack für uns annehmen, dass wir dann vielleicht auch wieder sensibler für Geschmäcker werden und nicht diesen fertigen Einheitsbrei als normal empfinden. Wie lang geht dieses Video eigentlich schon? Hätte ich das nicht in 60 Sekunden erzählen können? Vielleicht. Aber ich möchte euch hier auf eine Reise mitnehmen und die Komplexität und Vielschichtigkeit der Geschichte vermitteln. Es geht viel verloren in kurzem Content und ich habe großes Glück, dass ihr mit mir Lust habt, auch auf die langen Reisen zu gehen. Moment, werde ich jetzt erstens nur noch Rohkost essen oder gehe ich zweitens zurück zu meiner gesunden Ernährung mit einem wesentlich höheren Rohkostanteil als bisher? Die Antwort erfahrt ihr am Anfang des Videos. Achtet mal auf meine Finger. Und hier nochmal 10 Tipps, falls ihr das Ganze auch machen möchtet. Passt auf euch auf und bis bald.